In diesem Pro-Clip zu Helios R1 zeigen wir Ihnen die Montage der Kondensatpumpe. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise der dazugehörigen Montage- und Betriebsvorschrift. Bevor Sie mit der Montage starten, prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die R1-Geräteserie XC verfügt über 2 Kondensatanschlüsse. Der Kondensatanschluss auf der Fortluftseite ist immer auszuführen. Der Kondensatanschluss auf der Zuluftseite ist projektspezifisch durch ein Fachplanungsbüro zu prüfen. Bei Verwendung eines Kühlregisters empfehlen wir, das zweite Kondensatrohr auf der Zuluftseite ebenfalls anzuschließen. Wird die Kondensatpumpe für die Zuluftseite verwendet, müssen die markierten Schrauben an der Kondensatpumpe gelöst und die Bauteile entsprechend ummontiert werden. Entfernen Sie die Kappe von der Pumpeinheit. Danach verbinden Sie Pumpen- und Schwimmereinheit miteinander. Nun erfolgt die Montage der Kondensatpumpe am Deckengerät. Schrauben Sie hierfür die Kondensatpumpe an der mittleren Serviceklappe fest. Verbinden Sie dann die Schwimmereinheit mit dem Stutzen des Kondensatablaufs. Der Schlauch kann an der langen Seite gekürzt werden. Fixieren Sie den Schlauch an beiden Stutzen mit den Kabelbindern. Im nächsten Schritt bringen Sie den Auslassschlauch der Pumpeinheit an. Der Schlauch muss immer höher geführt werden als die Schwimmereinheit, damit diese nicht leer läuft. Dann folgt der elektrische Anschluss der Kondensatpumpe. Wir empfehlen die Kondensatpumpe an eine externe Stromversorgung anzuschließen, damit das Kondensat auch nach einem Gerätestopp abgepumpt wird. Weitere Informationen zum elektrischen Anschluss sowie zur Reinigung entnehmen Sie bitte der Montage- und Betriebsvorschrift. Mehr Infos zu Helios R1 finden Sie auf unserem YouTube-Channel und auf heliosr1.de.